Welcome to the most beautiful chess problems of all time. Bienvenidos a los problemas más hermosos de todos los tiempos. Bienvenue au plus beau problème de tous les temps. Heute mit einer Aufgabe von Herbstmann und Kubbel aus dem Jahr 1937. Und es sind nicht weniger als 5 Pattmotive, die man hier mit Weiß finden muss, um eben sich das Remis zu verdienen. Ich sag gar nicht mehr, pausiere einmal das Video, um selbst die Lösung zu finden. Und während du das Video jetzt nicht pausiert hast, es ist dir vielleicht aufgefallen, am Anfang des Videos ist so ein kleines Intro. Alle Neopleach-Videos sind nämlich jetzt nicht nur in deutscher Fassung zu hören, sondern eben auch in synchronisierter Fassung in Englisch, Spanisch und Französisch. Wie ich das genau gemacht habe, ein paar Infos dazu habe ich in der Videobeschreibung, für die es interessiert. Aber Kurzfassung für alle, die den Hauptkanal bislang verfolgt haben, es ändert sich nichts für euch. Für alle, die international dazu gestoßen sind, herzlich willkommen, auch an euch nochmal. Und lasst uns das doch mal so machen, in die Videobeschreibung einfach mal schreiben, eine Begrüßung, die für euch landestypisch ist und dann einfach mal sagen, aus welcher Stadt bzw. welchem Land ihr kommt. Und dann gucken wir mal, wie international wir werden oder ob wir bei Deutschland, Österreich und Schweiz verbleiben. Ich bin gespannt und lasst uns jetzt doch mal das zur Aufgabe übergehen. Und wenn du da so ein bisschen geknobelt hast, eine Sache muss ich vielleicht vorweg schicken. Ein Weiß kann hier natürlich das Remis halten, sonst wäre es keine Aufgabe in dieser Reihe der schönsten Aufgaben aller Zeiten. Aber das Besondere ist, wenn Weiß es schafft, diesen Springer gegen diesen Bauern zu tauschen, nur mit 2 Springern wird Schwarz die Partie nicht gewinnen können, weil mit 2 Springern gibt es eben kein erzwungenes Matt. Anders sieht es aber aus, wenn Schwarz es schafft, diesen Bauern umzuwandeln. Und wenn er ihn zur Dame umwandelt, ist relativ klar, das ist dann klar gewonnen. Aber wenn er den zum Springer umwandelt, also 3 Springer gegen 1 Springer, das ist tatsächlich dann gewonnen für Schwarz. Und diese Information, die muss man wissen, weil das war so ein bisschen der Witz der Aufgabe. Alexei Trotzki hat das nämlich herausgefunden. Er hat sehr lange dieses Endspiel studiert und dann halt herausgefunden, 3 Springer gegen 1 Springer ist gewonnen. Und Herbstmann und Kubbel, die haben diese Aufgabe sozusagen eingereicht bei so einem Studienwettbewerb. Und Trotzki war halt einer der Juroren und dann dachten die sich, der hat das gerade rausgefunden mit diesen 3 Springer gegen 1 Springer. Machen wir doch mal eine Aufgabe, wo genau das eben das Thema ist. Wenn du jetzt nochmal weiter knubbeln möchtest, kannst du nochmal das Video pausieren. Aber ansonsten geht es jetzt wirklich mal zur Lösung rein. Wir gucken uns einfach an. Weiß muss diesen Bauern ja irgendwie aufhalten und direkt schlagen kann er ihn nicht. Und wenn sowas kommt wie Springer nach F4, mein Gott, der wird sofort weggeschlagen, beziehungsweise Schwarz kann den Bauern umwandeln. Also da besteht gar keine Gefahr. Wirklich ernst zu nehmen sind ja eigentlich nur die Züge Springer nach G5 und Springer nach G1. Mit der Idee eben, ich zeige es einmal an Springer nach G5, wenn jetzt eine Bauernumwandlung kommt, zu einer Dame beispielsweise, mein Gott, dann könnten wir hier diese Dame aufgabeln und das Remis uns so sichern. Nur das Doofe an Springer nach G5 ist, Schwarz muss ja gar nicht hier sofort mit dem Bauern vorangehen. Er kann auch einfach König nach E3 ziehen und jetzt macht Weiß ein bisschen eine lange Nase, weil so richtig nach F3 kann er eben nicht ziehen. Und wenn sowas kommt wie König nach H3, dann kann Schwarz hier zu einer Dame umwandeln und gewinnt eben die Partie. Sprich, von diesen beiden Zügen muss Springer nach G1 der erste Zug sein. Und was kommt jetzt? Wenn jetzt sowas kommt wie E1 mit Dame, dann kommt wirklich hier diese Gabel und Weiß hat eben dieses Endspiel erreicht und eben das Remis. Deshalb muss Schwarz sich jetzt hier noch was anderes ausdenken. Und naheliegend könnte ja sein, König nach E3 war ja eben auch ein guter Zug. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ganz plump, ne? Wir greifen ja auch den Bauern an. Und wie gesagt, dieses Endspiel ist eben ein Remis. Und wenn Schwarz jetzt sowas macht wie Springer nach F4, einfach erstmal einen Zwischenschach geben. Der weiße König, der kann nach H1 ziehen. Und jetzt kommt das erste Pattmotiv. Wenn jetzt nämlich Schwarz sich denkt, 3 Springer gegen 1 Springer, das ist ja gewonnen. Das haben wir ja herausgefunden. Dann sieht es jetzt gar nicht so gut aus, weil Weiß zieht hier Springer nach F3. Schwarz muss ja jetzt diesen Springer schlagen, andernfalls ist es Remis und so ist es eigentlich noch viel direkter Remis. Also das erste Pattmotiv verbirgt sich hier hinter dieser Variante. Und der engagierteste Versuch von Schwarz hier ist tatsächlich Springer nach E3.
wir sagen Schach und wir drohen ja immer noch die Bauernumwandlung. Der weiße König hat hier ja einen Sack voller Möglichkeiten, aber die Bauernumwandlung wird er nicht verhindern können. Bester Zug hier von Weiß, König nach H3. Aber warum ist das eigentlich so? Wir wissen, wenn wir hier mit den Schwarzen den Bauern umwandeln, zu einer Dame ist nicht gut, da wird unsere Dame gleich aufgegabelt. Aber zu einem Springer, wir wissen ja, 3 Springer gegen 1 Springer, das ist eine gewonnene Partie. Hat ja Alexei Trotzki selbst herausgefunden. Aber hier kommt tatsächlich Springer nach F3 ins Spiel. Wir gabeln einfach trotzdem König und Springer auf. Und wenn der Springer jetzt hier rausnimmt, haben wir ein wunderbares Pattmotiv. Genauer gesagt das zweite Pattmotiv von 5 Pattmotiven, die man eben gesehen haben muss, um diese Aufgabe zu lösen. Gehen wir aber zurück. Ja, und was macht Schwarz jetzt? Er könnte sich ja denken, okay, den Bauern direkt umwandeln, das bringt mir gar nicht so viel. Springer nach F4, ich möchte den König erstmal von diesem Feld hier vertreiben. Weiß, ja, muss sich ein Feld aussuchen. Wir machen es kurz. König nach H2, bester Versuch, weil, ja, man könnte sich ja jetzt denken, warum können wir jetzt nicht umwandeln hier zu einem Springer? Ja, es kommt einfach wieder Springer nach F3 und diesmal ist es aber kein Pattmotiv, ne, weil wir sagen ja hier sogar Schach, aber nach König G3 kann Weiß hier einen Springer forciert gewinnen und mit 2 Springern hat Schwarz eben keine Gewinnstellung oder keine forcierte Gewinnstellung. Zurück zu dieser Stellung, also Bauernumwandlung für Schwarz, wieder kein Thema, aber er kann sich ja denken, Springer nach G4, ich sage einfach nochmal einen Schach und das ändert doch bestimmt die Lage ein bisschen. Ja, tut es auch. Weiß gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir räumen einmal aus dem Weg, sowas wie König nach G3, keine gute Idee, weil jetzt kann Schwarz hier eben zur Dame umwandeln mit Schachgebot und diese Gabel, die funktioniert dann eben nicht mehr. Deswegen die deutlich bessere Idee, mit dem König nach H1 zu ziehen. Wenn Schwarz sich jetzt denkt, okay, jetzt kann ich doch bestimmt zu einer Dame umwandeln, weil der Springer ist ja gefesselt und kann mich hier gar nicht, kann gar nicht meine Dame aufgabeln. Das ist zwar grundsätzlich richtig, aber der König kann sich eben auch nicht bewegen und somit haben wir nach dieser Damenumwandlung ja eben das dritte Pattmotiv herausgefunden. Und wenn Schwarz sich jetzt hier denkt, okay, wir haben ja lange drüber geredet, 3 Springer gegen 1 Springer ist ja eine gewonnene Stellung, ja, dann kommt natürlich wieder von Weiß dieser tolle Zug Springer nach F3, greift König und Springer an und wenn der Springer schlägt, wieder ist der weiße König Patt gesetzt. Und damit haben wir das 4. von 5 Pattmotiven herausgefunden. Und ein Pattmotiv habe ich eben noch, weil es sind ja 5 Pattmotive, die man gefunden haben muss, um diese Aufgabe zu lösen. Gehen wir es einfach weiter. Bauernumwandlung, keine gute Idee, aber Schwarz kann doch nochmal einen Schach geben und sagen, okay, das muss doch jetzt hier ja auch mal die Lage zu meinem Gunsten ändern. Weiß hat nur König H2 als Möglichkeit und jetzt könnte man sich ja denken, jetzt habe ich doch mal die Möglichkeit, diesen Bauern umzuwandeln in einen Springer, weil es ist kein direktes Patt zu sehen. Und ja, wie will Weiß jetzt hier überhaupt das Remis halten? Pausiere gerne nochmal das Video, um selbst die Lösung zu finden. Die richtige Lösung ist wieder Springer nach F3. Es ist immer der gleiche Zug, aber er gewinnt immer auf unterschiedliche Art und Weisen oder beziehungsweise er hält Remis auf unterschiedliche Art und Weisen. Wenn Schwarz nämlich jetzt hier schlägt diesen Springer, könnte man sich ja zuerst denken, okay, wir sagen doch hier Schach. Es ist kein Patt in Sicht. Und bis zum nächsten Zug, Weiß zieht nämlich König nach G3 und greift alle 3 Springer an. Und wenn er einen dieser 3 Springer schlagen kann, dann hat er eben das Remis. Mit 2 Springern kann man eben keine Partie erzwungen gewinnen. Einziger Zug für Schwarz ist König nach E3, um alle Springer zu decken. Und das ist das 5. Pattmotiv. Mitten auf dem Brett, 3 Springer stehen hier in Reih und Glied nebeneinander und der weiße König ist umzingelt und Patt gesetzt. Und ich nehme mal die Markierung raus. Das ist das Pattbild, was ja forciert aus dieser Aufgabe hervorgeht. Und ich finde das einfach nur unglaublich. Und diese Stellung finde ich einfach nur faszinierend und deswegen ist es für mich eine der schönsten Aufgaben aller Zeiten. Und kleiner Funfact zum Ende hin. Herbstmann und Kubbel haben natürlich den ersten Platz gewonnen und ich denke, nicht nur, weil Trotzki in der Jury saß. Das ist einfach eine fantastische Aufgabe. Und ja, ich zeige nochmal die Anfangsstellung. Aus dieser Anfangsstellung geht das Ganze eben hervor. Das war die Aufgabe von heute. Und
ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Und ich erinnere nochmal daran, schreib gerne in die Kommentare, aus welcher Stadt, welchem Land du kommst und mach eine kleine Begrüßung da noch rein. Je mehr Sprachen, desto besser. Und im Zweifel zählen auch Dialekte als Sprache. Lasse ich alles durchgehen. Und genau. Und wenn es dir gefallen hat, dann, ich habe einen Haufen weiterer Studien, zwar auf dieser Seite, da verlinke ich in der Regel was. Klick da gerne drauf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.